Hallo ihr Lieben, ihr hört draußen bei mir wieder die Vögel zwitschern, das ist so schön. Heute scheint bei mir auch die Sonne und wir gucken jetzt, was das nächste halbe Jahr so an Input für uns hat, welche Hindernisse, welche Erfolge wir kriegen, was Themen sind für das Kollektiv. Also jetzt das erste halbe Jahr, wir haben ja schon einen Monat um. Ja, das Außen wird sehr wichtig für uns, also Veränderungen, die im Außen passieren, das ist ja auch sehr treffend, ne? Sachen, die wir nicht kontrollieren können, Richtungswechsel, das Außen bringt uns mit, dass wir uns in eine andere Richtung bewegen, die liegt hier sehr schön, also wir sind hier unterwegs, wir haben Energie, wir nutzen unsere Zeit vielleicht auch, wir gucken direkt drauf, um uns irgendwelche Träume zu erfüllen. Der ein oder andere plant eine Reise, eine Auszeit, die ihm gut tut. Wir liegen im Haus des Hauses und das ist für mich auch ein guter Platz. Da sind wir so in unserer Grenze, auf unserem Fundament, auf das wir bauen. Die Umgebung spielt eine große Rolle und das Schöne ist, wir können hier einem Thema, wo wir den Lebensblues ein bisschen draufgelegt haben, den Rücken drehen. Ich habe es jetzt schon von mehreren gehört, dass es emotional gerade schwierig ist bei vielen. So Melancholie und Zukunftsängste und das alles, was ja auch mit dem Außen zu tun hat. Aber wir gucken hier auf die Sonne und der Mond im Haus des Baumes drin. Dem drehen wir den Rücken zu. Ich habe hier auch so emotional erfüllt sein, Sachen klären, die vielleicht emotional auch gestockt haben oder wo man so dachte, ich finde den Ausweg nicht. Das Lösen von Verstrickungen, Umbrüche im finanziellen Bereich eben auch durch das Außen ausgelöst. Hier ist sehr viel kreative Energie. Hier wird wieder was flüssig, man kommt in den Flow, man hat irgendwie so einen Punkt, den man überwindet, bei dem man so eingestockt ist oder, wie nennt sich denn das, wo die Emotionen einfach nicht frei fließen. Ich habe für die Selbstständigen hier, die Karte Turm liegt im Haus der Blumen. Hier kann sein, der ein oder andere ist viel unterwegs oder auf Reisen oder expandiert auch ins Ausland. Auch da liegt das Außen dabei, kommt vielleicht auch auf an, wie erweitert man seine Grenzen, wo setzt man seine Ziele hin. Das ist schon mal gut. Ich sage euch gleich mehr. So, wir haben jetzt hier in der Mitte des Kartenblattes Menschen, die Neubeginne ermöglichen. Für die einen ist es so, dass sie mit der Vergangenheit abschließen, für die anderen, die lernen blitzschnell eine Person kennen. Das könnte ein potenzieller Partner sein, das kann ein Ratgeber sein, das kann jemand sein, der vielleicht auch etwas mehr Wissen hat, das uns ja dient. Das ist jemand vielleicht, der uns kreative Lösungen mitbringt. Es kann jetzt hier jemand aus der Familie sein. Es kann eine Person sein, mit der man vorher Konflikte hatte oder wo das Fundament ein bisschen gewackelt hat. Ich sehe jedenfalls, dass dieser Mensch Überraschungen für uns mitbringt. Und für einige ist dieser Mensch auch noch unbekannt tatsächlich. Das wird sich hier offenbaren für uns. Es ist eine Energie, die mehr Ruhe mitbringt, die mehr Balance mitbringt, die Ausgleich mitbringt. Für die Selbstständigen nochmal, wir haben im Haus des Turmes hier den Baum drin.
Da auch immer ein bisschen drauf gucken, ne? Wie geht es mir mit dem, was ich mache? Bin ich irgendwo überlastet? Wo habe ich schlaflose Nächte? Wo misstraue ich? Weil das ist die Zeit, wo Wege entstehen für langfristiges Wachstum. Auf jeden Fall. Das ist das Haus der Wege. Da habe ich für uns die Sterne drin. Was gibt es Schöneres? Ne? Möglichkeiten, die da sind, die uns Glück bringen, die Zweifel ausräumen, die das Leben wieder neu bestrahlen, überstrahlen. Das Kreuz liegt im Haus des Kreuzes drin, ihr seht es nicht ganz. Da kann es von mir aus auch bleiben, denn es liegt hier sehr gut. Wir haben das Kreuz hier, wir haben hier den Klee, hier die Sonne, hier die Ringe. Das ist alles, was blockierend war oder was anstrengend war, was die Seele so niedergedrückt hat, liegt hier in der Auflösung über den kürzeren Bereich. Auch im Sommer sieht man es dann noch mehr nach vorne gehen. Viele werden dann hier auch erkennen, dass die Hindernisse, die sie hatten, wirklich so sein mussten, weil man eine bestimmte Erfahrung daraus gemacht hat, um neue Wege zu gehen. Was man hier sieht, ist tatsächlich Veränderungen im finanziellen Bereich. Es kann bei einigen darum gehen, man sieht so Sachen, die aus dem Vitalitätssektor kommen, ne? Pflegegeld, Krankengeld, Rentenkassen, Zeugs. Die Veränderungen liegen hier plötzlich. Sie korrespondieren oder spiegeln auch mit uns. Und es kann etwas sein, was jetzt hier aus dem Bereich Haus, Wohnung, Immobilie kommt. Man verkauft etwas oder man findet eine günstigere Wohnung, was dann langfristig für stabilere Finanzen sorgt. Hier ist eine große Klärungsphase auch noch, weil das Außen mit auf die Finanzen wirkt. Ne? Das können wir nicht wegstreiten. Irgendwo ist auch Unruhe, aber hier sind Wege. Wege, die Glück bringen, Wege, die unbekannte Sachen öffnen. Wir haben hier die guten Nachrichten, die uns weiterbringen. Ich habe für viele einen beruflichen Neubeginn oder etwas Kleineres, was man auf den Weg bringt, was hier auch mit dem Glück liegt und mit einer neuen Erfahrung. Vielleicht macht ein oder andere eine Fortbildung, einen Kurs, baut Wissen auf, das ihn dann nachher innerhalb auch der Arbeit weiterbringt. Denn auch auf dem Arbeitsbereich sehe ich, dass einige Verstrickungen lösen, die damit zu tun haben. Da kann es einzelne Kollegenknatsch geben, es kann Sachen sein, wo sich Menschen einmischen oder wo es Verstrickungen gibt. Aber wir sehen ja hier, dass die Verstrickungen weggenagt werden, dass Konflikte genagt werden und dass wir hier auch gute Möglichkeiten haben, Verträge, Vertraglichkeiten, wie nennt sich das, Aufträge, Gespräche, die gute Nachrichten mitbringen und aus einer Blockade rausbringen. Ich habe in unserem Haus das Gegenüberliegen, wir korrespondieren sehr stark, auch mit einem gleichen Thema. Das ist für mich immer auch so ein Ding, ne? Man möchte schon das eigene Haus auch haben, ne? Seinen eigenen Platz. Und für mich ist es so, wenn jemand da drin liegt, nimmt er sehr viel Raum ein im eigenen Leben. Partner hin oder her, wir brauchen alle unseren Raum auch. Wenn du jetzt hier Single bist, hast du hier beste Möglichkeiten, einen Partner kennenzulernen. Hier kommt etwas in Bewegung, was man auch sehen kann. Wenn jetzt zum Beispiel Paare nicht zusammenwohnen, dass man sich Gedanken macht, ob man zusammenzieht. Es ist so ein bisschen auch das Schicksal des Gegenübers, das man hier sieht. Das heißt dann wieder für uns, inwieweit involvieren wir. Was ich aber auch habe, ist Folgendes. Also entweder spielt hier die Vergangenheit eine große Rolle oder sie klopft nochmal an. Ich habe hier jemanden, der denkt an uns mit großen Emotionen. Ja,
kann auch eine Konkurrenz sein, die hier auftritt irgendwo. Inwieweit man sich da auf was einlässt, das bleibt jedem selbst überlassen. Und ich habe hier die Schlange im Haus des Herzens drin. Ne? Möglicherweise ist man so, dass man schon Familie hatte und jetzt neue Partner, wo hier immer so dieses Ding ist, wie komme ich an oder wer hat ein anderes Gewicht. Ich sehe auf jeden Fall, dass sich da was löst. Und es kann echt auch beide betreffen. Ne? Ich sehe die Person nah beim Gegenüber und den Bären nah bei uns. Also entweder Vergangenheit, Elternthemen oder tatsächlich so Situationen, wo man umschwärmt wird oder wo einem mal jemand auch ein Kompliment macht oder eine Überraschung mitbringt, was natürlich dem eigenen Partner nicht unbedingt gefallen muss. Aber man sieht sowas. Ne? Es kann auch an die gehen, die zwischen zwei Stühlen sitzen, ne? Die nicht wissen, ich bin ein bisschen hier, ein bisschen da, dass die eine Entscheidung für sich fällen, die gut ist, die auch Stabilität mitbringt. Der ein oder andere kann sich vielleicht im beruflichen Bereich auch minimieren oder man sieht Personen, die hier neue Ideen mitbringen, neue Verträge, auch neue Menschen. Das muss nicht sein, dass man die schon kennt. Und es geht sehr viel da, sich sicher zu fühlen, wo man vorher viel Herausforderungen hatte. Das kann jetzt im partnerschaftlichen Bereich sein. Also partnerschaftlich sieht man es hier so ein bisschen grummeln. Oder ja, jeder so ein bisschen einen anderen Weg zu finden, wie man mit den Herausforderungen in Partnerschaften umgeht. Kann hier auch Grenzen setzen sein bei einem oder anderen. Es ist eine tolle Legung, denn im Prinzip bringt sie Veränderungen mit, die uns auch neue Türen öffnen, die Entscheidungen möglich machen und Wege, die wir nicht kennen. Und das Wichtige ist bei mir, dass es einen Knoten löst, etwas, was sehr ineinander verwoben ist. Etwas, was auch sehr klar erscheint. Und etwas, wo wir tatsächlich sagen können, hier meinen Lebensfluss, den kann ich ein bisschen mehr hinter mir lassen. Schauen wir, welches Kraft hier mitgeht. Wir haben hier einsteils den Maulwurf mit dem Thema Erdung. Und das ist schon sehr passend, denn hier geht es darum, sich aus festgefahrenen Strukturen zu lösen. Wir sehen im Haus der Schlange die Maus drin. Es geht darum, wir sind ja umgeben von Sonne und Mond, von Energien, von Sensibilität, dass wir mit diesen arbeiten, dass wir das auch genau fühlen. Hier ist auch eine große Erkenntnis mit an Bord, denn man nimmt hier wahr, dass man irgendwo jemandens Spielball geworden ist und man hat es nicht festgestellt. Und es ist sowas wie eine neue Energieausrichtung, dass wieder eine neue Bewegung ins Leben kommt. Der Maulwurf bringt auch so Erkenntnisse mit, dass man versteht, wie, was, warum funktioniert, also Abläufe, Lebenszyklen und so weiter. Hier ist auch dieses Ding, lass dich nicht blenden. Ne? Wenn hier irgendwelche Charmeure sind, die einen umgeben, dann kann das vielleicht ganz anders sein, als einem da mitgeteilt wird. Es geht im Prinzip darum, sich nicht blenden zu lassen von etwas, was nachher eine Mogelpackung ist. Hier ist sehr viel Entwicklung, auch im feinstofflichen Bereich. Man nutzt seine Energien, man arbeitet damit. Viele haben hier den genesenden Faktor tatsächlich auch auf dem Bereich Kommunikation. Ne? Arbeiten mit Kommunikation oder mit der Sprache. Was haben wir jetzt hier noch? Das Berggewitter mit der Macht. Und wir haben unterm Deck noch den Mut. Also hier kann schon mal sein, dass es ordentlich rumpelt. Das hatte ich hier auch schon gesehen, aber mehr im Beziehungsgeflecht, im partnerschaftlichen Bereich. Andererseits ist das eine sehr hohe Energie, so ein Gewitter. Es können auch viele Emotionen sein, die sich hier entladen, aber
Der Donner ist im Bezug auch etwas, das uns erweckt, ne? Das uns aufweckt, das uns aufwallende Kraft gibt, das etwas aktiviert, dass wir unser Potenzial abrufen können, dass wir Stellung beziehen und dass wir hier auch mutig sein dürfen, dem Ganzen zu begegnen. Das ist so ein bisschen wie wieder aufstehen, ne? Wieder hervortreten, sich einsetzen für die, die nicht so viel Glück im Leben haben. Und mit ein bisschen Mut heißt das nicht, dass wir Ängste nicht mehr wahrnehmen oder keine Angst haben, sondern dass wir uns von denen nicht hemmen lassen. Das sieht man hier in dem Blatt richtig gut. Also man hat vielleicht irgendwie so ein ganz tapferes halbes Jahr, wo man durchhält, wo man mutig ist, wo man einsteils viel Energie hat und Donner, aber andererseits die feinen Sinne geschärft werden und die Erdung sehr, sehr präsent für uns ist. Schauen wir noch eine Karte für die Fülle. Was haben wir hier? Körpertraining für verbesserte Energie und Manifestationsfähigkeiten. Hier ist es so, dass der Schlüssel zum schnellen Manifestieren darin besteht, ein sehr hohes Energielevel zu haben. Guckt euch das an, wir gucken da rein. Und somit können wir am schnellsten unsere Dinge manifestieren. Möglicherweise ist es auch so eine Aufforderung, man sieht ja hier, wir sind unterwegs in Bewegung, dass wir etwas in Bewegung sind, dass wir Bewegung ins Leben bringen, also in einer Aktivität einfach und nicht in der Stagnation. Unterm Deck haben wir noch entgifte deine Freundschaften. Ne? Es kann sein, dass der Fluss der Fülle von Menschen beeinflusst wird, mit denen man Zeit verbringt. Und man darf da ruhig anspruchsvoll sein, was Verbindungen angeht. Man sieht es ja auch hier unten, ne, dass man das überprüft und auf einen anderen Weg bringt. Gut, ihr Lieben, lassen wir das so stehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.